Diese Woche findet in Medellin in Kolumbien das 5. UNO-Weltdatenforum statt. Wir sind hier mit Stefan Schweinfest, dem Direktor der UNO-Statistikabteilung, und mit Georges-Simon Ulrich, dem Direktor des BfS und Vorsitzenden der UNO-Statistikkommission. Herr Schweinfest, was ist dieses UNO-Weltdatenforum überhaupt und warum geht es dabei? Ja, wir haben damit 2015 eigentlich angefangen. Damals gab es halt den großen Agenda der Vereinten Nationen über die Sustainable Development Goals. Und mit dem Agenda kam natürlich die Nachfrage, viele Ziele, viele Indikatoren, die gebraucht werden. Und da wurde es uns relativ schnell klar, dass das die Statistiker, die sich ja bei der UNO schon sehr lange regelmäßig treffen in der Statistischen Kommission, seit 1947, um genau zu sein, das nicht alleine machen können. Wir brauchen also eine größere Datengemeinschaft und dann haben wir uns überlegt, wie wir das am besten organisieren. Und da kam die Idee eines Weltdatenforums auf, wo man also alle einladen könnte. Also nicht nur die offiziellen Regierungsstatistiker, sondern die Benutzer der Statistik und die Kollegen von den Universitäten und aus dem Privatsektor und aus der Zivilgesellschaft. Und einfach eine große Plattform zu schaffen, wo alle zusammenkommen können und über die Themen und über die Verbesserungen der Indikatoren und der statistischen Datensysteme reden können. So wurde die Idee geboren und inzwischen haben wir ja, ein wichtiges Element war auch, uns aus New York herauszunehmen, denn die Statistische Kommission trifft sich ja nur in New York und wir sagten uns, wir müssen rausgehen und auch auf die Leute zugehen und durch die Regionen reisen. Und so haben wir 2017 in Afrika angefangen, sind inzwischen um die ganze Welt gereist und sind inzwischen hier in Medellin angelangt, in Kolumbien. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh und stolz, dass wir hier also 3000 Teilnehmer haben aus über 120 Ländern. Und Herr Ulrich, warum ist dieses Forum für die Schweiz wichtig und wie beteiligt sie sich konkret daran? Eigentlich etwas hat Stefan Schweinfest schon gesagt, eben dass auch im internationalen Vergleich, das, was wir hier tun, ist ein Vergleich in Zeit und Raum, dass man eben Zahlen vergleichen kann, nicht nur in der Schweiz, sondern eben vor allem auch im Ausland. Und das Wichtige ist auch, dass man eben rausgeht und nicht nur über Statistiken spricht, sondern eben auch über die anderen Bereiche, wie eben Daten oder Data Science. Und das sind natürlich Themen, wo hier auch andere Akteure hinkommen, um genau eben diese Themen zu besprechen. Zum Beispiel haben wir mehrere Sessions mitbegleitet. Eine über die Herausforderungen der öffentlichen Statistik. In vielen Ländern ist es mittlerweile nicht nur Statistik, sondern eben auch Datenmanagement und Data Science. Wir haben dann zum Beispiel auch über die Zukunft der Statistikkommission diskutiert, wie eben zum Beispiel, wie könnte man die noch mehr inklusiv machen, was bedeutet das im Datenbereich, mit wem muss man zusammenarbeiten. Wir haben Sachen vorgestellt, die wir selber entwickelt haben in der Visualisierung der Sustainable Development Goals mit einer enorm großen Nachfrage. Wir hatten hier auch Bücher bringen können, wo die Leute einen Test, wo man sein Wissen testen konnten, hat auf große Nachfrage gestoßen. Und wir selber sind ja auch, das 3. UN World Data Forum haben wir das durchgeführt in der Schweiz 2021, in der Zeit, als Corona sehr stark da war und vieles auch zum Beispiel technologisch im Nachgang dann auch verändert hat und unser Leben verändert hat. Und hier muss die Statistik nachziehen. Und da lernen wir auch viel vom Ausland und die vom Ausland auch viel von der Schweiz. Und warum ist das Forum für die UNO wichtig? Ja, ich würde sagen, eine unserer Hauptaufgaben in der UNO ist ja, die Beziehungen herzustellen. Und wenn ich sage Beziehungen herzustellen, dann ist das nicht nur zwischen Ländern, sondern auch zwischen den Akteuren, die für irgendein Thema relevant sind. Also hier denke ich jetzt zum Beispiel Produzenten und Nutzer von Statistik oder die verschiedenen Bereiche, Privatsektor, akademische Experten und so weiter und so fort. Deswegen ist das Forum für uns wichtig, weil wir sozusagen damit einen Mechanismus eines permanenten Dialoges geschaffen haben. Wir stellen als UNO sozusagen einen Tisch in die Mitte des Raums und laden Leute ein und die kommen dann hierher und können auch regelmäßig neue Themen aufgreifen, wie künstliche Intelligenz, was ja hier zum Beispiel, oder Data Governance, was hier zum Beispiel im Moment jetzt als neue Themen ganz intensiv diskutiert wird. Also ist das für mich ein wichtiges Element, ein wichtiger Mechanismus, um auch mit den Ländern und mit den Akteuren, die für unsere Arbeit relevant sind, in Kontakt zu bleiben.
Und Herr Schweinfest, Sie haben ja erwähnt, dass dies bereits die 5. Ausgabe des Weltdatenforums ist und Sie waren bei bis jetzt jeder Ausgabe dabei. Was hat sich seit der ersten Ausgabe denn verändert? Ja, also ich hatte wirklich das Glück, dass ich also mit dem Weltdatenforum reisen durfte, um die ganze Welt sozusagen. Wir haben in Afrika angefangen, dann haben wir irgendwann beim 3. Forum mal in der Schweiz Zwischenstation gemacht. 2-mal sogar, einmal virtuell und einmal richtig in Bern. Und dann sind wir jetzt hier in Lateinamerika angelangt, womit wir also unseren Zyklus beendet haben. Und natürlich ist das immer anders, etwas anders. Es ist natürlich auch die Kultur in der Welt ist anders, das Umfeld ist immer etwas anders. Was sich auch verändert, die Themen verändern sich ja auch ständig. Wir haben ja, ich hatte gerade erwähnt, es gibt so Themen wie künstliche Intelligenz, die wir vor 7 Jahren noch nicht so diskutiert haben. Also verändert sich die Themenlage. Es verändern sich auch die Teilnehmer, wer da mitmacht und so. Ich glaube, wir haben im Laufe der Zeit sehr viel mehr Mitarbeiter bekommen, mit Teilnehmer bekommen und es hat sich auch zum Beispiel unser Ökosystem verändert. Also ich glaube, wir reden heute über Big Data und Geoinformation. Das ist noch so ein Bereich, wo ich gerne noch mehr integrieren würde und vielleicht auch mehr Teilnehmer auch aus dem Bereich der Geoinformation hier mit reinbringen würde in das Weltdatenforum. Und es gibt natürlich auch, wie gesagt, neue politische Themen. Also zum Beispiel haben wir jetzt gerade Biodiversität oder sowas ist bei der UN groß im Programm. Und das wurde auch noch nicht in dem Maße vorher diskutiert. Also haben wir hier auch wirklich einen Mechanismus, der sich im Laufe der Zeit anpassen kann, die Relevanz erhöhen kann. Und damit hat man auch eben jedes Mal ein bisschen Spaß mit neuen Themen, einem neuen Land und einem neuen Umfeld. Herr Ulrich, Sie sind ja nicht nur BFS-Direktor, sondern auch Vorsitzender der UNO-Statistikkommission. Sind Sie diese Woche denn auch in dieser Mission unterwegs? Absolut, natürlich. Also eine dieser Veranstaltungen habe ich bereits erwähnt, wo es um die Zukunft der Statistikkommission auch geht, wie sich das verändern soll. Der Vorteil an diesem UN World Data Forum ist eben, dass man mit anderen in Kontakt kommt. Sehr häufig haben die Statistiker international zum Beispiel den Outcome des Informationsprodukts, also ein GDP oder ein National Account, die sie vergleichbar machen im Output. Jetzt geht es natürlich immer mehr auch um den Datenbereich insgesamt, also auch soll man den Throughput und den Input zum Beispiel harmonisieren. Ich habe zum Beispiel auch an einer Session teilgenommen, wo es um die Datengerechtigkeit ging, weil sich Private auch die Frage stellen, ist es nur der Staat, der hier eine Rolle spielt, aber die Daten kommen ja von uns, gibt es Synergien. Und hier habe ich natürlich auch den Chair-Hut an, weil diese Themen dann in die Kommission reinkommen und dann auch wieder darüber beginnen zu diskutieren, was heißt das jetzt für die Datengovernance? Was heißt das eben für mehr Zusammenarbeit mit anderen, die bereits auch auf diesem Weg sind? Und mit diesem Hut natürlich geht es auch darum, diesen Austausch zu haben, mit anderen darüber auch zu sprechen und davon zu lernen und das wieder zurückzunehmen zu den Statistikern und zu sagen, was ist das, was wir hier als Rolle wahrnehmen können und was natürlich auch nicht. Und Herr Schweinfest, das ist das letzte UNO-Weltdatenforum für Sie, bevor Sie nächsten Sommer in Pension gehen. Gibt es etwas, das Sie diese Woche oder in den nächsten Monaten noch unbedingt erreichen möchten? Ja, es war eine lange Reise in meinem Fall, aber auch eine sehr schöne Reise. Ich habe meine 35 Jahre hier mit Sicherheit sehr genossen. Ich finde es manchmal etwas schade, muss ich sagen, dass ich jetzt hier gerade vielleicht mit dieser UN-Finanzkrise operiere, die es mir irgendwie nicht erlaubt, kreativer zu sein am Ende. Aber ich würde 2 Bemerkungen machen. Also einmal, ich glaube, die Statistische Kommission ist sehr gut aufgestellt im Moment, weil wir ja das Mandat bekommen haben, auf den weiteren Datenbereich auch zu schauen. Und das ist sehr wichtig, dass statistische Ämter und auch die Experten von den Ländern da auch im UN-Bereich überall mitreden können. Und da wird ja viel über Daten diskutiert in vielen Bereichen. Und auch die Statistische Kommission ist erweitert worden, was für mich sehr wichtig ist, weil das konkret hauptsächlich bedeutet, dass mehr Entwicklungsländer mit am Tisch sitzen werden in der Zukunft. Und ich glaube, wir müssen uns ja auf das nächste große Thema vorbereiten. Das wird der Agenda nach 2030 sein. Und diese Diskussionen werden bald anfangen im politischen Bereich. Und ich glaube,
Die Statistiker müssen sich da wirklich gut aufstellen. Und eines der Themen, was mir sehr am Herzen liegt, da ist die Datenintegration. Wir sind, glaube ich, alle sehr gut in unseren Spezialbereichen, aber was wirklich wichtig ist und auch gerade von einer politischen Perspektive, ist ein besseres Verständnis, wie auch verschiedene Bereiche miteinander in Beziehung stehen. Und ich glaube, Datenintegration wäre für mich ein großes Thema für die Zukunft. Wenn ich da die Fundamente legen könnte, noch im nächsten halben Jahr, wäre ich da sehr glücklich. Und ein spezieller Bereich ist natürlich Datenintegration zwischen der Statistik und der Geoinformation. Da haben wir jetzt in meinem Amt auch die Möglichkeit, noch ein bisschen zuzulegen, weil wir also die Gelder bekommen haben für 3 Zentren in China, in Deutschland und noch ein weiteres in Saudi-Arabien. Da müssen wir jetzt also auch Mitarbeiter einstellen und auch sozusagen diesen Zug auf die Gleise stellen, dass der dann weiterlaufen kann. Also das wird noch eine meiner Hauptaufgaben bis in den nächsten Sommer sein. Aber ich hoffe, wie gesagt, selbst wenn ich da im Geo-Bereich mehr arbeite, dass das eben auch für den Gesamtdatenbereich sehr hilfreich sein wird und für die Zukunft.